Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute geht es um die TCP Fairness. Und was ist das überhaupt? Naja, die Fairness bedeutet, wenn ich jetzt hier zwei Nutzer habe, die beide gleich große Daten schicken, das bezeichnet man übrigens als Maximum Segment Size, wird auch bei beim Verbindungsaufbau ausgehandelt und ist einer der Parameter für eine Verbindung. Das heißt, wie viel Daten darf ich dann tatsächlich in Byte, wie viel Daten darf ich versenden? Ja, und wenn beide wenn beide dieselbe Datengröße versenden dürfen und beide haben in etwa denselben Ping, dann ist so eine Verbindung hier wirklich fair. Das heißt, wirklich beide bekommen die Hälfte von der Kapazität vom Router zugewiesen, bevor der irgendwann mal nicht mehr kann. Das liegt an diesem Congestion Window, denn beide fallen in etwa zum selben Zeitpunkt auf die Schnauze und bekommen dann eben hier wieder mal den Slow Start und dann die Congestion Avoidance. Das bringt eben TCP Reno und TCP Tahoe, die beiden schaffen es eigentlich, eine Verbindung fair zu halten. Probleme haben wir jetzt bloß, wenn zum Beispiel sowas passiert wie der Internet Explorer. Der Internet Explorer mag nicht fair sein, denn Microsoft meinte, wir brauchen mehr Nutzer. Und mehr Nutzer sind geil und geile Nutzer sind für uns neue Kunden. Und deswegen haben sie sich gedacht, Mensch, lass doch einfach eine TCP-Verbindung für jedes Objekt auf einer Website aufbauen. Das bedeutet, wir haben eine TCP-Verbindung für das Bild da oben, wir haben eine TCP-Verbindung für dieses YouTube-Video, wir haben eine TCP-Verbindung für die Beschreibung von dem YouTube-Video und eine für jeden Nutzer, der unten drunter einen Kommentar gepostet hat, eine TCP-Verbindung für jedes Profilbild und jedes Thumbnail an der Seite hat auch seine eigene TCP-Verbindung. Das ist natürlich dann ein mega Overhead, denn jedes Mal brauche ich eine neue Verbindung, die aufgebaut werden muss. Sprich, jedes Mal muss ich neu diesen Maximum Segment Size ausmachen und die Timestamps und so weiter und so fort. Also dieser Freeway Handshake, der muss jedes Mal gemacht werden. Klar, braucht Leistung. Aber im Endeffekt nachher, wenn ich einen überforderten Router in der Mitte habe, dann bekommt dieser Nutzer hier tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal das, was der rote Nutzer, der zum Beispiel Firefox nutzt, bekommt. Denn das Congestion Window wird bei jedem natürlich etwas niedriger sein und somit fallen die alle schneller auf die Schnauze. Aber im Endeffekt haben wir hier trotzdem noch die Schwarzen, weil es ja so viele sind, also im Prinzip sind die Dinger ja fair pro TCP-Verbindung. Das heißt, wir haben hier eine faire Aufteilung zwischen all diesen neuen Pfeilen. Die neuen Pfeile kriegen alle dasselbe. Natürlich ist es nicht fair für den roten Pfeil, denn die schwarzen gehören ja alle zum selben Sender. Und das ist natürlich so ein Problem. Da möchte man irgendwie hinten dran kommen. Außerdem kann der Empfänger genau dasselbe machen. Und zwar, wenn wir uns das hier mal angucken, ihr wisst noch hoffentlich, dass das hier in Byte angegeben ist. Also die erste ist zufällig gewählt und die zweite Sequence Nummer 84 war das in unserem Fall, die gibt mir an, wie viel Byte ich hier oben geschickt habe. So, was jetzt mein gieriger Empfänger macht, der will einfach ganz, ganz viele Daten haben. Und was der macht, ist folgendes. Der schickt hier oben, nachdem er die 42 bekommen hat, schickt er mir eine Quittung. Ich zeichne die Quittung gerade mal hier rüber, damit man es besser lesen kann. Dann schickt er mir eine Quittung, oder ich erzähle es einfach nur. Er schickt mir eine Quittung für die 42, das heißt, er verlangt nach der nächsten Dateneinheit aber nicht nach der 84, sondern er verlangt vielleicht nach der 44. Dann schickt er noch eine Quittung er verlangt nach der 46, nach der 48 und so weiter und so fort in 2 Schritten, bis er bei der 84 angelangt ist. Und dadurch hat er das 21-fache an Quittungen rausgehauen. Was bringt ihm das jetzt? Naja, beim Sender kommen 21 Quittungen an. Der erkennt trotzdem, du willst als nächste Dateneinheit meine 84 haben, weil das ist ja die letzte Quittung, das ist die einzige, die noch zählt. Und für jede angekommene Quittung, also ist egal, ob die richtig waren oder ob die falsch waren, aber für jede angekommene Quittung wird bei ihm das Congestion Window tatsächlich um 1 erhöht. Da wird nicht nachgeguckt, ob die Quittung wirklich auch das gesagt hat, was als nächstes geschickt werden soll, sondern es wird einfach nur erhöht. Und dieses Erhöhen führt dann natürlich dazu, dass dieser Slow Start hier sehr, 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 sehr viel schneller ausgeführt wird. Der Slow Start, den wir nicht hier gemacht haben, sondern hier. Bei jeder Quittung, die ankommt, erhöhen wir das Fenster um 1. Sprich, dieses Fenster wird bei
21 Quittungen statt einer um 21 erhöht und nicht nur um 1. Und das heißt, ich darf im nächsten Schritt gleich 21 Quittungen schicken, 21 Dateneinheiten schicken statt 2 und bekomme dann offensichtlich 42 Quittungen zurück statt 2. Und so steigt das Fenster natürlich um einiges schneller. Und ja, das macht ein gieriger Empfänger. Das ist auch eher uncool und deswegen wollte man da irgendwas dagegen machen. Das geht hier nämlich nur, weil das Staukontrollfenster also das Staukontrollfenster hier wird ja immer um 1 erhöht. Das zählt in Maximum Segment Size, also wie groß sind die Daten, die ich schicken darf. Wie viele Daten darf ich losschicken im Prinzip. Wenn mein Staukontrollfenster auf 2 ist, dann steht hier, ich darf 2 Dateneinheiten losschicken. Und das führt eben dazu, dass man hier diesen sogenannten, eigentlich ist es fast ein Angriff, wenn man hier eben für jede 2 Byte eine Quittung schickt. Wenn man sich jetzt Abhilfe verschaffen würde, könnte man sagen, hey, ich zähle jetzt ab sofort mein Fenster hier unten, mein Congestion Window, zähle ich nicht mehr in Maximum Segment Sizes, sondern auch in Byte. Das heißt, da steht ab sofort drin, wie viele Byte darf ich schicken. Dann wäre der Angriff natürlich unrentabel. Aber es gibt noch andere, zum Beispiel, könnte ich ja einfach schon meine Quittung verschicken, bevor die Dateneinheiten überhaupt angekommen sind. Das heißt, nachdem ich die 42 ja empfangen habe und ich weiß ja jetzt, wie viele Bytes immer von ihm kommen, schicke ich einfach direkt die 84 als Bestätigung, die 126 als Bestätigung, die 168 als Bestätigung, obwohl die Daten noch gar nicht bei mir angekommen sind. Und dann sagt er einfach, okay, ich schicke sofort oder ich erhöhe sofort mein Fenster hier um 4, was habe ich gerade gesagt? Ich glaube, ich habe 4 Dateneinheiten vorgelesen. Dann wird auch sofort das Fenster um 4 erhöht und es geht alles viel, viel schneller. Ja, dadurch kann man natürlich die Verlustwahrscheinlichkeit ein bisschen höher schrauben, also die Wahrscheinlichkeit einfach im Router, hier durch Random Early Detection zum Beispiel, dass eine Wahrscheinlichkeit besteht, dass diese Daten verloren gehen. Denn wenn ich die Quittung vorher verschicke, habe ich im Nachhinein keine Möglichkeit mehr, eine Dateneinheit anzufragen und zu sagen, hey, da ist was schief gelaufen, schick doch bitte nochmal. Das geht ja eigentlich durch Quittung. Wenn ich aber die Quittung missbrauche für diesen Angriff, den ich gerade vorgeschlagen habe, dann geht das natürlich nicht mehr. Und dann einfach die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass eine Dateneinheit einfach gedroppt wird, macht diesen Angriff absolut unrentabel. Das wäre die Lösung dafür. Aber eigentlich hat man nicht wirklich eine Lösung gefunden in dem Sinne gegen diese fiesen Angriffe, die einfach sehr, sehr viel kaputt machen von dieser Fairness. Also ich meine, im Internet ist ja alles relativ auf Fairness ausgelegt. Man geht davon aus, dass niemand mehr benutzt, dass man sich auch an die Protokolle hält und so weiter und so fort. Da kann man schon einiges rumtricksen und ein bisschen fiese Sachen damit machen. Immer noch leider auch. Aber gut, ihr wisst jetzt Bescheid über das Problem und man kann, wie gesagt, da auch man hat auch relativ viel schon dagegen gemacht. Wie schon gesagt, man zählt jetzt eigentlich das Congestion Window hier in Bytes gegen diesen ersten Angriff, den ich euch vorgestellt habe. Und man hat eigentlich auch immer mal wieder eine Dateneinheit, die flöten geht, damit der zweite Angriff eben auch nicht mehr so erfolgreich ist. Gut, das war's von meiner Seite. Nur, dass ihr Bescheid wisst, dass da so eine Sache existiert, sozusagen. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.